Was ist das für ein Glockenläuten? Mich dünkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Der Schall ist laut und todesbang, schafft mir im Herzen Qual und Drang. Was läuten Glocken zu dieser Zeit? Ist nichts zu hören, weit und breit. Hat einer Läuten hören Glocken? Ich bitte euch, lasst das Singen nicht stocken. Hat einer von euch was Läuten hören? Ach, lasst euch im Singen doch nicht stören. Ich bitte euch, hat als nichts zu sagen. Jetzt höre ich's nimmer, ist alles schon gut. Musik! Ich bin die Ines. Ich arbeite hier in der Requisite. Genau. Und ja, das ist hier mein Arbeitsbereich im Keller. Teilweise auch oben. Lieber oben als hier unten, aber hier ist auch das Werkzeug. Dachte ich, jetzt gehe ich mal hier runter. Ja, genau. Und repariere hier von jedermann den Fernseher, der eh schon kaputt ist. Nee, aber die Scheibe hat es bei der letzten Vorstellung irgendwie zerrupft. Ja, und so sieht das nach nichts aus. Deswegen mache ich es jetzt schön für die nächste Vorstellung. Also die erste Anweisung an mich war, liebe Ines, wir hätten gerne einen Fernseher, der zerstört sein soll. Die Scheibe soll kaputt sein. Und da soll irgendein Element in dieser Scheibe stecken, die auch auf der Bühne zu sehen ist. Oder eine kaputte Flasche. Da auf die Idee kam ich nicht sofort, als mir die Ausstatterin oder Bühnenbildnerin gesagt hat, der Fernseher muss irgendwie kaputt sein. Und habe ich überlegt, was mache ich denn vor allem mit dieser Scheibe? Die kann ich ja nicht einhauen. Das ist ja mit Gas gefüllt und es explodiert. Ja, und ich finde es immer so schön, diese Prozesse zu haben für den Kopf und sich da die Zähne dran auszubeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auf die Idee zu kommen und die dann auch umzusetzen und dann stolz drauf sein, dass es auch noch gut aussieht. Ja, das ist super. Da ist eine... Au!
Das ist aber auch nicht mein Lieblingsstück. Das haben wir auch mal gemacht für Pippi Langstrumpf, der starke Adolf mit dieser Hantel. Da ist unser Kofferlager mit ganz vielen alten Koffern. Ja, was glaubt ihr, was das für eine Box ist? Da sind Nasen drin. Soll ich es euch mal zeigen? Das sind Nasenbrillen, alte. Ja, fallen, glaube ich, auch gar nicht auf, oder? Das ist normal, also dass neben den Nasen die Waffen sind. Hier ist zum Beispiel unser Porzellankeller. Ist auch hübsch, ne? Ein toter Hase. So, da sind wir in der Werkstatt. Kommt mal mit. Der passt nicht. Ich brauche einen Kreuzschlitz. Einen der kleinsten am besten. Der kann was. Den brauche ich für den Fernseher. Ja, wir haben hier schon eine Ordnung reingebaut, gemacht. Also wie zum Beispiel diesen Schrank, der stand vorher im Requisitenfundus unten. Hier ist Schraubenzieher und hier haben wir Heißklebepistole, Bits für die Bohraufsätze. Hier unten haben wir Schleifmaschinen, Sägen, Stichsäge. Hier haben wir auch noch mal Werkzeug, die ganzen Sägen. Also eine Grundordnung ist schon vorhanden. Ich kann jetzt immer wieder mal noch mal den Jedermann erwähnen. Das ist auch eins meiner Highlights einfach, weil da alles ineinander gezahnt hat und das war von Anfang an toll und die ganze Zusammenarbeit auch hinter der Bühne, also dieses Zusammenarbeiten und genau diese Wertschätzung einfach zu haben. Ines, bist du da? Ja? Danke. Dann bitte Stichwort, nun aber geht's nicht bloß ins Ohr, tritt auch den Augen was hervor. Enden bitte. Seid ihr soweit? Achtung, Drehring, dreht. Orchester, bitte einmal Klangfläche. Und jedermann, der Garten zusammen mit Lusthaus rein. Der Garten zusammen dem Lusthaus rein soll als für meine Freundin sein. Denkst, dass ich dorthin komme schnell, ist doch der einzige Ort in der Welt, wo nichts mir meine Lust vergällt. Ist recht ein Paradiesisch Gut, was ihre Lieb mir bereiten tut. Darum hab ich im Willen dies Ding, dass ich ein Angewinnt bringe. Erzne Bild, die sollen nicht fehlen zur vollen Zier, und dann ich die Anlag als so für, als und das unter dem Morgen und Abend. Ja, mein Name ist Rika Humann, ich bin Dramaturgin an der Badischen Landesbühne. Eine Dramaturgin kümmert sich um Förderanträge, Einführungen, Nachgespräche, Programmhefte schreiben, Feedback dem Regisseur geben, ob es gut ist auf der Bühne, was da passiert, so ein bisschen eine zweite Meinung mit einfließen lassen. Bei Jedermann bin ich im Moment noch die Regieassistentin, das heißt, ich habe das Stück von Anfang bis zum Ende begleitet. Ich kümmere mich um Sachen wie Regiebuch führen, Töne und Video einspielen, Kostümwechsel, aufschreiben, wann kommt welches Requisit auf welches Stichwort. So gut wie alles, was passiert, muss aufgeschrieben werden und darum kümmere ich mich. Ich glaube, das war ein guter Weg, weil ich das Haus kennengelernt habe und wir ja gerade auch als Landesbühne die Abstecher haben und fahren. Das heißt, ich habe auch alle anderen Bühnen jetzt kennengelernt. Ich habe durch die Regieassistenz kennengelernt, wie es abläuft auf den Abstechern, wen muss ich fragen, wenn irgendwas passiert ist, wo komme ich an Informationen. Ich glaube, es war eine gute Grundlage, die ich mir mit der Regieassistenz geschaffen habe. Wir müssen die Probe beenden, die Ruhezeit beginnt. Okay, Kaffee bitte. Super, danke. Krieg ich auch ein? Dankeschön.
Und dann, was es wirklich heißt, an der Landesbühne zu arbeiten, das hat sich erst nach und nach gezeigt, aber ich habe es nicht bereut. Wir machen heute mal was anderes einfallen. Ja, finde ich gut. Aber ich habe ein Video, wo Wolf bei Wojciech mitspielt. Und bei Bescherung TV, ja. Ich bin hier 3 Jahre fest gewesen an der Badischen Landesbühne, habe dann also tatsächlich danach freigearbeitet über viele Jahre und bin aber Bruchsal immer verbunden geblieben, weil ich einfach hier sehr enge Verbindungen zu vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses geknüpft habe und unwahrscheinlich gerne mit den Abteilungen hier zusammengearbeitet habe. Wir sind der Jedermann. Ja, hier, aber wir haben 2. Da! Irgendwo im Odenwald. Keine Werbung machen zwischen der Kartoffel und... Dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, Karl. Das dürfen wir nicht. Hallo, das ist nur raus. Ja, das muss weg. Ja, ich mache ja gleich zu, wenn es grün wird. Aber es ist ja nicht so Peinlich. Aber der Mann da hinten, der kommt jetzt. Bei dem dürfen wir doch Werbung machen. Ach so, die Ampel. Achtung, grün! War nicht fertig. Ich zeige jetzt mal was. Da hat sich ein Kollege einen Scherz erlaubt. Das war eine böse Überraschung. Mich hat's fast zerrupft. Ich habe ja die Toilette, ne? Mach die auf, muss mich draufsetzen. Was entdecke ich da drin? Das hier. Pfui Teufel. Das macht Laune. Selber da rein, zu Schwein nicht den gleichen Hass. Schon mit dem Kinder, du bist immer kleiner, ich bin hier so normal. Aber weißt du, heute... Am Sonntag gerne nach Bruchsal.
diesem Haus war das Büro der Unterländer Volksbühne und hinten dran die große Werkstatt, wo die ganzen Bühnenbilder gebaut wurden. Da war immer was los. Und da war später unter dem Intendanten Alf André, hat es auch wunderbare Feste dort gegeben, Open Air. Das hat viel Spaß gemacht und ich glaube, das war dann auch für die damals schon Landesbühne sehr gut, weil das die Leute dem Theater näher gebracht hat. Ja, da wo der Garten ist, da war eine Freifläche und hinten dran ein Gebäude, das war die große Werkstatt. Die war teilweise offen, deshalb, und teilweise geschlossen. Da wurde halt viel gearbeitet. Am 30. April 1949 hier an dieser Stelle den Jedermann vom Hofmannsthal erstmals aufgeführt. Die Bühne muss also direkt hier vor der Schlossmauer gestanden haben oder vor der Burgmauer. Auf dieser Mauer standen 6 oder 8 Ministranten in mittelalterlichen Uniformen mit Hellebarde und Helm als Statisten. Auf der Bühne waren auch 6 oder 8 Kommunionmädchen in weißen Kleidern, die Spalier standen. Wie viele Besucher da waren, wie viele Schauspieler, ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß nur, dass hier der Platz war, wo erstmals die spätere Badische Landesbühne ihren Auftritt hatte und wo durchdringende Jedermann-Rufe ertönten. Ich nehme an, dass da eine Art Vorhang war und die Schauspieler sich, wenn sie nicht auf der Bühne waren, in dem Schlosshof aufgehalten haben. Ne? Ja, hallo, Landesbühne Werkstatt. Ja, guten Morgen. Was ist? Ja. Alles klar, danke schön. Ja, wie geht es dir? Immer gut, ja, ja, der Schwabe, ja, ja, genau, ja. Der Grenzschwab, ja, ja. Ja, Schauspieler, Dramaturgin, Technik und Intendant im Tor. Gut, so bin ich angefangen. Guck mal hier, da. So habe ich so alt war ich, jetzt bin ich so jung. Ich bin nicht drauf. Ja, durch die Garbahn schon wieder. Ne? Und das ist unser ehemaliger. Das war Freilicht. Im Freien sieht man dann. Technik hat mitgespielt. Ist der Garbahn. Ja, und der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Charlie ist in Rente und der ist in Rente. Also, ich bin der Einzige fast noch. Das war mein Vorgänger, Herr Wurster. Auch Urgestein der Landesbühne. Das war noch die Grundsteinlegung von hier, von dem Haus. Das haben wir frisch gebaut damals. Unseren Besitz sogar, das Ganze hier unten. Und wenn man fertig war mit Bauen, war schon zu klein. Von Kulisse hin alles. Hier sind Scheinwerfer. Das wird ja hier eingerichtet vor jedermann unterwegs. Kommt ja alles vor Material, wird hergerichtet und kommt in kleine Deko und geht vor jedermann. Ist das. Geht auch alles mit. Das sind die Traverse, die vorne hingestellt werden fürs Licht, ne? Vor der Bühne, jedes Mal. Ihr müsst hier rüber. Was heißt der letzte Jahr nicht mehr so, der Wolf? Kenn ich nicht mehr. Also kenne ich sehr gut. Du hast nicht mit dem angefangen, aber ich. Ich habe 1980 angefangen, 1980. Da war der Alf André noch da. Der Wurster ist auch ein Schwarz, sind beide aus Reutlingen gekommen. Der Rolf Parichwitz dann aus München, der hat Theater in der Kreide gegründet in München. Und dann kam der Herr Dolder, ein Schweizer, ja. Nach denen kam Tübingen, der Wurster kommt auf Tübingen. Tübingen. Der Parichwitz? Nee. Ja. Doch? Ja. Nach Dolder kam... Kasselram? Nee. Nach Dolder Kasselram, ja. Kasselram war halt lange. 98 schon, 98 kam der Raum. Ich habe ein Buch über meine
Nachkriegskindheit hier in Bruchsal geschrieben. Kommt auch diese Dragonerkaserne vor, weil ich hier zur Schule gegangen bin. In die Grundschule, die hieß damals Volksschule, Stierumschule. Und in der Notsituation der 50er Jahre wurde in diese Dragonerkaserne alles Mögliche gepackt. Schule, Theater, Menschen, die ausgebombt waren, Flüchtlinge. Es war eine bunte Mischung. Aber mit der Landesbühne verbindet mich schon ein bisschen mehr, weil meine erste richtige Theateraufführung, in die mich mein Vater mitgenommen hat, vielleicht mit 11 oder 12 Jahren, war der Wallensteins Tod von Schiller. Da war ich ganz stolz, dass ich mitgehen durfte. Und da spielte Ihr Vater sicher mit. Ja, ganz sicher. Ich weiß nicht, was er gespielt hat. Aber er hat sicher mitgespielt. Ich nehme vielleicht sogar an, dass er den Wallenstein gespielt hat. Ja, was bedeutet Theater? Theater ist immer ein Spiegel der Gegenwart, finde ich. Und deswegen ändern sich auch die Schauspielstile. Wir haben vorhin davon geredet, dass es damals eben Literaturtheater war, vor allem. Die heutigen Inszenierungen sind viel optischer und viel mehr verschiedene Künste einbeziehend oder vermengend. Ja. Aber das Theater, da muss ich nochmal zurück jetzt auf das Jugendtheater. Ich finde, das Theater hat vor allem eine wichtige soziale Funktion für Jugendliche und auch für sogenannte Bürgerbühnen, die jetzt entstanden sind. Gibt es in Bruchsal ja auch. Also das Bruchsal ein Theater hat, ist ein Riesengewinn für diese Stadt. Ja. Weil dadurch natürlich auch Anregung und intellektuelle Auseinandersetzung hier stattfindet. Mehr als wenn das Theater nicht da wäre. Ja. Und sie machen ja auch einen höchst lebendigen Spielplan. Sie haben sehr gute Schauspieler, Regisseure. Also besser konnte sich das Bruchsaler Theater nicht entwickeln. Das ist kein ganzer Satz, ne? Also Schule, Mobbing in der Schule ist auf jeden Fall ein Thema bei den Jugendlichen. Schulklos kam jetzt ganz viel auf, was da alles passiert. Auf jeden Fall auch so, ja, sexuelle Orientierung, Gender, Freundschaften, ganz, ganz viel und eben schon auch so die aktuelle Politik. Sie haben eigentlich zu uns eigentlich auch ein relativ offenes Verhältnis. Also sie reden auch über Probleme offen, weil sie einfach auch wissen, wir nehmen sie ernst, wir hören ihnen zu. Man findet auf jeden Fall mega gut Freunde, weil es Leute sind, die gerne ihre freie Zeit damit verbringen, mit anderen hier zu spielen. Die sagen, ich nehme mir die Zeit und ich mache mir die Mühe. Und mit der Voraussetzung, die wir alle haben, können wir uns eben super verstehen. Und irgendwie hat es sich so entwickelt, dass wir alle hier, das habe ich so ein bisschen habe ich das Gefühl, diese Alltagsmaske abnehmen. Und dann kommen manchmal Persönlichkeiten vor, die man gar nicht so kennt. Sachen, die man im Alltag nicht bringen könnte. Und dadurch, dass aber alle so sind und nicht nur eine Person, bei der dann alle rumstehen und sagen, das ist weird. Wenn wir das machen würden, dann müssten wir halt die ganze Zeit permanent auf die anderen zeigen und sagen, du bist weird. Nee, du bist auch weird. Du bist weird. Genau. Du bist weird. Und dementsprechend sind wir einfach alle zusammen weird. Ja, Zitat Ende, aber es ist mega schön. Ich habe gesagt, bei mir ist halt so, wenn man Theaterstaub atmet, dann kann ich mehr aufhören, weißt du. Wenn du auf der Bühne bist, spielst du auf der Bühne und bist auch hinter der Bühne. Ich sage immer, wenn jemand irgendwas klarkommt, ich sage, pass auf, du Kollege, ich kenne beide Seiten, vorne und dahinten auch. Ja. Bei mir ist halt so, der Theaterstaub in meine Lungen sind und kann ich, bei mir auch immer, kann ich immer noch glauben. Wenn mal Blut geleckt hast, auf gut Deutsch gesagt, hier im Theater, dann bleibst du dabei. Man guckt sich auch Sachen an, die man jetzt
von denen man gar nicht weiß, was kommt auf einen zu. Ja? Und das sind dann wirklich auch sehr, sehr häufig die größten Aha-Momente, die man hat. Mensch, das sprach uns jetzt aber an, obwohl man davor gar nicht so groß nicht wusste, was auf einen zukommt und was man erlebt. Und B, man ist dann auch richtig überrascht und ist zum Nachdenken gekommen und hatte Unterhaltung. Ja, kann ich mich erinnern. Das war da unten in der Aula der Justus-Knecht-Schule des Gymnasiums. Und diese Aula hatte eine relativ kleine Bühne verglichen mit den heutigen Bühnen. Und wenn da Wallensteins Offiziere alle zusammenkamen, dann wurde es eng. Sie ist nicht breit, sie ist nicht tief. Ja. Man kann nur nach links und rechts abgehen und hat kaum Platz. Nichts mehr, ne? Da ist nichts. Ich sehe da eine Bühne auch. Die hilft ja quasi den Lehrern. Wenn eine trockene Literatur lebendig live aufgeführt wird, dann kann ich die ganz anders wahrnehmen. Dann kann ich vielleicht auch beim Lesen mir wieder mehr damit anfangen. Also die Verknüpfung von Schule und Theater, die ist schon sehr wichtig. Auch, und dann natürlich auch, wenn das Theater in die Schulen geht. Ich glaube, da werden Grundsteine gelegt. Dann hat man positive Erlebnisse und kann später dran andocken und sagen, okay, das möchte ich jetzt gern vertiefen, das möchte ich öfter haben oder so. Aber irgendwie irgendein Trigger, irgendein Kick brauchen sie, dass sie erstmal rangeführt werden. Also ich gehe seit Jahren unter beiden Intendanten zu ganz vielen Aufführungen und es fällt mir schwer zu sagen, was ist das beste Stück, das interessanteste Stück. Aber ich kann sagen, einen ganz besonderen Eindruck hat bei mir Utopolis in den Heimattagen hinterlassen, weil das einfach etwas war, was zugeschnitten war auf die Bruchsaler Situation. Die Heimattage haben alle gefeiert und die Landesbühne hat sich in einer Sonderarrangement auch dem gestellt und von dem her bin ich dem Herrn Remm sehr, sehr dankbar, dass er sich darum eingesetzt hat, dass das möglich war. Es gab aber auch viele sehr, sehr schwierige, geschichtlich heikle Aufführungen, die die Landesbühne begleitet hat, insbesondere auch in der Aufarbeitung unserer schwierigen Zeit in der Kriegsgeschichte. Ludwig Marum. Geboren am 5. November 1882 in Frankenthal, Pfalz, als Sohn einer jüdischen Familie, gestorben am 29. März 1934 im KZ Kieslau bei Bruchsal. Ich werde stark bleiben. Und auch da hat die Landesbühne immer wieder mit szenischen Darstellungen hier Flagge gezeigt. Oder auch im Bürgerempfang. Das heißt, es gibt ganz viele Facetten, die nicht nur auf der klassischen Bühne stattgefunden haben, wo ich dem Herrn Ramp dankbar bin, sondern wo er als jemand, der Bruchsal sehr gut kennt, hier ganz deutliche Akzente gesetzt hat. Und für meine Kolleginnen und Kollegen in Umlandgemeinden gesprochen, können wir sagen, wir sind ihm insgesamt sehr dankbar, dass er in die Schulen gegangen ist. Also er hat es veranlasst, es war ihm auch immer wichtig, dass Klassenzimmerstücke überall in der ganzen Region der Landesbühne auch stattfinden können, um jetzt mal ein ganz anderes Publikum anzusprechen. Für mich ist die politische Dimension der Landesbühne an einem Beispiel besonders wichtig aufzuzeigen. Vor kurzem hat Hajo Kurzenberger und Herr Ralfs einen Preis bekommen für das Stück Ludwig Marum, ein Mann des Rechts. Und dieser Preis ist nicht irgendein Preis, sondern der Preis ist Ausdruck dessen, dass mit Ludwig Marum, ein Mann des Rechts, die Landesbühne eine ganz besondere politische Vorbild für die Stadt nochmal in einer neuen Tiefe verankert hat, die ich auch so nicht kannte. Und ich kann nur sagen, dieses Stück ist nicht nur eine Aufarbeitung eines der schwierigsten Kapitels der Bruchsaler oder der Region, sondern eben auch eine Mahnung und eine Aufforderung, uns für Demokratie einzusetzen. Und in diesen Zeiten ist das besonders wichtig und deswegen bin ich den entsprechenden Beteiligten sehr dankbar dafür. Die Badische Landesbühne hat sich schon eine ganze Zeit lang, also das gilt für
die Intendanz Ramm genauso wie für die Intendanz Ralf um die geschichtliche Aufarbeitung der Nazizeit bemüht. Es gab immer wieder Lesungen, es gab verschiedene Stücke dazu. Ich glaube, es war sogar schon davor, vor Ramm. Ja. Und was ich mit dem Marum-Stück gemacht habe, ist nur die Fortsetzung dieser Linie. Also da hat sich die Landesbühne verdient gemacht. Die haben die Lokalgeschichte der Nazizeit zumindest punktuell beleuchtet. Ganz kann man die ja gar nicht darstellen. Aber es gehört zu der Stadt und zu der Geschichte dieser Stadt, dass man darüber redet. Nicht Achlöffel, sondern 4-mal gehäuft und dann ist wieder das gleiche Seitensprache. Schnell, zack und. Wir sind eine Abstechermannschaft. Wir sind nur ganz ab und zu mal, wenn irgendwas in der Werkstatt ist, sind wir da, wenn es zu helfen ist. Aber wir sind ja meistens 80% von unserer Arbeitszeit sind wir unterwegs Abstecher. Wir haben ja 2, 3 Mannschaften, Kinder- und Jugendtheater. Das fährt morgens um 4 Uhr alles weg. 6 Uhr muss vor Ort sein. Um 10 Uhr oder 11 Uhr geht der Vorhang hoch. Dann wird gespielt, dann baut die Technik wieder ab und fährt wieder nach Hause. Und um 12:01 fährt der Abendspielplan, fährt dann weg. Das sind dann 6 Leute im großen LKW. Bauen auf, die müssen um 18:30 fertig sein. 19:30 geht's los. Weil die Schauspieler kommen um 18:30 abends. Und dann nach dem Stück, wenn es 3-Stunden-Stück ist, gibt es auch 2,5 Stunden. 3 hat es auch schon gegeben. Ja, 2,5 Stunden. Dann geht es 10, halb 11 bis Abbau. Dann ist auch 1 nach Hause fahren, noch von Wertheim 2,5 Stunden. Dann wird es auch mal 2, 3 nachts noch. Aber macht ihr auch? Esst ihr irgendwie zu Mittag oder zu Abend? Jetzt noch? Oder erst, wenn ihr wieder zu Hause seid? Mit Mittagessen oder Mittagessen. Fremdort. So, Alex, dein Mund. Mal schön. Wenn wir ankommen, packe ich immer unsere Kisten aus. Wir haben immer so eine Metallkiste dabei, wenn die jetzt da unten steht, und packen dann quasi die Plätze und richten die her, wie jetzt zum Beispiel hier. Das sind einfach die Produkte und die Make-up, was wir für den Abend brauchen, herrichten, und dann kommen die Schauspielerinnen zu uns und die richten wir dann, schminken, machen die Haare, je nachdem, kriegen Perücken. Und wenn wir größere Produktionen haben mit 8, 9 Schauspielerinnen, gibt es von uns immer einen Maskenplan, und da müssen sich die Schauspieler aber auch dran halten, pro Minute pünktlich zu sein. Das? Nein. Nein, wir arbeiten daran, oder? Oh, hallo, kommt rein. Ich wollte einen Kaffee machen. Habt ihr Lust? Ja, wir müssen alles machen. Und zwar dann, nicht gerade wenn wir Lust haben, sondern dann, wenn es anfällt. Das heißt, es läuft alles immer parallel. Und manchmal ist es wahnsinnig viel, so nach einem Wochenende. Und manchmal, ja, gerade jetzt kurz vor Premieren ist es dann etwas weniger. Und da ist zum Beispiel, oder hier, das sind zum Beispiel unsere Transportboxen. Und das ist auch das Maß, wie voluminös ein Kostüm sein darf. Wir erzählen Geschichten
über menschliche Beziehungen mit echten Menschen auf der Bühne und insofern ist ein wertschätzender Umgang zu jedem Zeitpunkt einfach enorm wichtig. Lass mich los! Aber natürlich nicht nur mit den Künstlern, sondern mit allen Abteilungen. Ein Theater lebt einfach enorm davon, dass sich alle mit dem, was sie tun, identifizieren. Und ich glaube, dass das ohne ausreichende Wertschätzung im Miteinander gar nicht funktionieren kann. Ich sage immer, wir sind mehr als unsere Familie miteinander. Wir müssen miteinander so klarkommen, wenn wir uns ärgern gegenseitig oder wenn es ein Problem gibt. Dann haben wir nicht nur körperlich schwer und seelisch auch. Dann müssen wir das so machen, dass wir miteinander gut. Wirklich sind wir am Tag viel öfter, länger als unsere Familie zusammen. Wir müssen zusammenhalten, sonst kannst du nicht mehr schaffen. Was schaffst du nicht mehr, weißt du? Was man hier auch braucht, ist einfach Herzblut. Man muss für die Sache brennen oder generell, ja. Man muss das gerne machen. Und ja, das mache ich auch. Also die Badische Landesbühne ist das mobile Stadttheater für 16 Städte, 4 Landkreise hier in Nordbaden. Wir spielen für ein Spielgebiet, in dem 300.000 Menschen leben. Und wie in den größeren Städten ist das Publikum, für das wir spielen, eins, das immer heterogener ist. Aber unsere Aufgabe wird einfach darin bestehen, die Menschen in unserem Spielgebiet immer wieder neu mit jedem Spielplan und jeder Inszenierung für das, was wir tun, zu begeistern. Also für Live-Kunst auf der Bühne. Bei Gelb ist die Farbe der Sonne, das hat auch wieder meine Kollegin Lisa begleitet. Und das Tolle war, es gab einen DGS-Kurs für alle, die beteiligt waren. Und ich durfte auch mit teilnehmen. Und es war vor allem diese Sturmszene, die, also diese Bewegungen, die haben viel Arbeit gebraucht. Da mussten wir wirklich sehr überlegen. Das war eine große Herausforderung für uns, weil wir überlegt haben, wie wir das am besten machen können. Ich habe gesagt, gut, wir setzen sie jetzt erstmal auf die Seite. Sie kommt, werde ich ihr sagen, was ich von ihr halte und was ich auch fühle. Ich würde mir auch wünschen, egal ob die Kinder hörend oder gehörlos sind, dass man sagt, ein gehörloses Kind, wie soll ich damit kommunizieren? Also
Ich würde mir wünschen, dass sie einfach die Mimik oder die Körpersprache einfach mit aufnehmen und ja, Ängste abbauen oder sagen, oh, ich scheue mich, wie soll ich auf die Person zutreten. Das würde ich mir wünschen, das abzubauen oder dass sie das mitnehmen, um das abbauen zu können. Weil also der Fokus ist nicht aufs Hören gelegt, sondern ich will, dass die Emotionen rauskommen. Aber dann kann man das mit so einer Vibration, mit so einem Ton irgendwie doch nochmal unterstützen. Und das hat einen großen Brainstorming erfordert. Wir haben uns viel ausgetauscht, jeder hat die Idee mit reingebracht. Und es war schwierig auf jeden Fall, aber am Ende haben wir es dann wirklich super gut umsetzen können. Ja, man wird dann auch oftmals so ein bisschen, da wird immer so gefrotzelt. Wenn man dann auch ehrlich ist und sagt, oh, ich kriege das jetzt nicht hin. Aber das Schöne daran ist ja, dass man eben die Kollegen und Kolleginnen hat, die einem dann bei irgendwelchen Problemen oder wo man halt weiß, der Knoten, der platzt einfach nicht oder ich komme jetzt nicht weiter, ich trete auf der Stelle, dann sind KollegInnen wirklich da. So. Und dann in dieser Gemeinsamkeit, das ist ja auch das Schöne immer am Theater oder generell so in der Arbeit mit den ganzen Abteilungen, dass das so ineinander zahnt, dieses Miteinander. Genau. Die Badische Landesbühne ist für uns Trägergemeinden so etwas wie der kulturelle Zusammenhalt. Wir sind stolz, dass wir gemeinsam diese Landesbühne haben. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen kommen immer wieder zu Mitgliederversammlungen oder auch zu Veranstaltungen zur Landesbühne, aber umgekehrt eben auch vor Ort. Und diese Art des Zusammenhalts ist etwas ganz Besonderes baden-württembergweit. Wir sind die einzigste Landesbühne, die wirklich in die Fläche auch spielt. Und diese kulturelle Ansprache in der Fläche, das ist das Spezifikum der Landesbühne. Das ist eine ganz besondere Herausforderung für Schauspielerinnen und Schauspieler und die ganze Technik. Aber es hat auch eine ganz große Qualität. Ja, typisch Badische Landesbühne ist, dass sie uns immer wieder herausfordert, dass sie für eine Überraschung gut ist, immer wieder neue Blickwinkel uns aufzeigt, immer wieder anstupst, inspirierend bleibt. Herr Ralfs hat in der Kürze seiner Zeit als Intendant schon ganz unterschiedliche Blickwinkel uns Publikum ermöglicht. Und ich wünsche mir natürlich, dass diese Lebendigkeit für unsere Stadtgesellschaften in allen Spielgemeinden bleibt und natürlich, dass die Badische Landesbühne selber lebendig bleibt auf zum Weg zum 100. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 75. On the road again. Gib Stoff. On the road again. Gib Stoff. On the road again. Gib Stoff. On the road again. Gib Stoff.